Es hat nie ein Kind gegeben. Ich habe mir die ganze Schwangerschaft nur ausgedacht, um Hagen zurückzubekommen. Du hast dich, um dich zu verabschieden. Es ist besser so. Viel Glück. Komm mit. Meine Kette. You let me down from my ledge. Gave myself a edge. Found the pieces left of me. Du hast die Schwangerschaft erfunden? Nein, ich hab das doch auch nicht geplant. Ich dachte, dass Hagen... Was? Dass du Hagen zurückbekommst? Bist du vielleicht mal auf die Idee gekommen, dass das Ganze irgendwann auffliegt? Irgendwie hat sich das halt so verselbstständigt. Ja, natürlich ganz von alleine. Du weißt genau, was ich meine. Was soll ich denn jetzt machen? Du meinst, ich soll... Jetzt, sofort. Sag ihm die Wahrheit. Hagen schläft bestimmt schon. Dann weck ich ihn auf. Das ist doch völliger Unsinn. Ich kann auch morgen mit ihm reden. Du bist mitgekommen, jetzt ziehst du das auch durch. Ich sag Bescheid, dass du hier bist. Tristan! Marlene, lange hättest du diese Lüge sowieso nicht aufrechterhalten können. Und wenn du wirklich geglaubt hast, dass du Hagen damit zurückbekommst... Er hat angefangen, sich rührend um mich zu kümmern. Und jetzt wird er mich hassen. Jetzt übertreib nicht gleich wieder. Natürlich wird er nicht begeistert sein. Er wird mich hassen. Je länger er sich an die Vaterrolle gewöhnt hat, desto mehr wird er dich hassen. Ich gehe runter in die Küche und mache dir einen Melissentee zur Beruhigung. Für Hagen oder für mich? Siehst du? Mit dem Witze machen klappt schon wieder. Das war kein Witz. Ich warte im Esszimmer auf dich. Oh, jetzt aber schnell raus aus den ganzen Klamotten. Kommst du darauf völlig rein? Ja, ich will ja nicht, dass du dich verkühlst. Du machst denn sonst nichts. Doch. Ich werde von jetzt noch verdammt gut auf dich aufpassen, Dana. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Und ich will dich ausziehen. Zwei Menschen wachsen getrennt voneinander auf und nach Jahren treffen sie zufällig aufeinander und verlieben sich, weil sie nicht wissen, dass sie verwandt sind. Warum ausgerechnet mein Sohn und deine Tochter? Und, hast du mit Leonie gesprochen? Ja, sie war in Tränen aufgelöst und hat mich rausgeschmissen. Ich kann es ihr nicht übel nehmen. Das steht mir mit Timo auch noch bevor. Die beiden sind jung, sie kommen drüber hinweg. Ah, da ist ja wieder deine empathische Ader. Trotzdem hätte ich Timo und Leonie diese Enttäuschung gern erspart. Hat Timo sich inzwischen gemeldet? Nein. Und schon wieder ist er die ganze Woche nicht da. Letztes Mal Barcelona, dieses Mal Rom. Seine Klassenfahrt. Morgen. Er hat sich so darauf gefreut. Timo! Ich will mit dir reden. Aber nur mit dir.
Ist das okay für dich? Ja, klar. Wobei deine Mutter dir das mit Sicherheit besser... Ohne Mama. Ey, sonst bin ich weg. Jetzt gleich in der Bar. Er ist in der Bar. Er will nur mich sehen. Machst du das eigentlich absichtlich? Was? Ja, wenn ich angreife, dann blockierst du. Wie bitte? Du kriegst sie doch einen nach dem anderen hinten rein. Pass mal auf. Wenn ich schieße, dann musst du oben die Figuren hochmachen, sonst schießen die anderen ein Tor. Ja? Also, ich finde, du machst das prima. Also ich finde, Fritsche bringt's einfach nicht im Tor. Was? Ich bin die Wand im Tor. Oh, du machst es gar nicht mal so schlecht. Das sollten wir wirklich öfters machen. Auf der Forstwirtschaftsschule nannten sie mich auch den Kicker King. Ich habe alle oben gehabt. Aber nicht, wenn die schießen. Ist jetzt mal gut? Du, Olli, gehst du mal kurz an mein Handy ran, bitte? Anni, dein Bruder, Sierra Leone. Hey, Daniel, na, alles klar? Du musst ein bisschen lauter sprechen. Die Verbindung ist, glaube ich, ein bisschen... Ich habe gesagt, die Verbindung ist nicht so gut. Jetzt ist er weg. Tja, hoffentlich war es nicht so wichtig. Wie kommst du denn da drauf? Naja, wir reden nicht so oft. Eigentlich nie. Läuft wohl nicht so gut. Na doch schon, aber... Ruf ihn noch zurück. Ach, ich rufe ihn einfach später noch mal an. Jetzt machen wir beiden die erstmal fertig. Komm. Aber sowas von. Marlene? Marlene? Verdammter Mist. Dann eben morgen. You let me down from my ledge, gave my circle a brand new edge, found the pieces left of me, sew them together carefully, and I'm not gonna lie to you, I'm not gonna do the things I've learned I should do, I'm not gonna hide, 'cause I choose you. Papa. Du bist ja noch wach. Du ja auch? Warst du die ganze Zeit auf der Pressekonferenz? Nein, Wie ist es denn gelaufen? meinst du jetzt offiziell oder für mich privat? Das Offizielle hat mich noch nie interessiert. Vor allem nicht bei den Lahnsteins. Hast du Dana und Hagen gratuliert? Ja, ganz brav. Setz dich doch. Und dann hat Hagen vor der Presse angefangen, über seine Träume mit Dana zu sprechen. Oh nein. Und auch. Und später, da habe ich die beiden gesehen. Sie dachten, sie wären allein. Und sie waren so gottverdammt glücklich und verliebt. Und ich weiß nicht, ob sie uns die ganze Zeit was vorgemacht haben, aber
Ich glaube, die beiden sind jetzt endgültig zusammen. Dabei hatte Dana versprochen, die Finger von Hagen zu lassen. Ja, da siehst du es. Nichts als leere Versprechungen. Ausgerechnet jetzt. Also ich habe Hagen noch nie sowas wie Anstand zugetraut, aber deiner Schwester? Ach, Papa. Ob jetzt, früher oder später. Was macht das schon für einen Unterschied? Na hör mal, du bist schwanger von Hagen. Das verpflichtet ihn natürlich nicht, weiter mit dir zusammen zu sein, aber du musst jetzt nach vorne sehen. Dem Kind zuliebe. Marlene. Ich werde immer für dein Kind da sein. Egal, was passiert. Ja. Danke, Papa, aber es ist spät. Ich muss schlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. Oder versuch es zumindest. Du auch. Wie lange weißt du es schon? Dass Jan und Julia Zwillinge sind? Seit vorgestern. Okay. Damit kann ich leben. Was ist mit Leonie? Was soll mit ihr sein? Wir waren ja nicht mehr richtig zusammen. Ich meine, was soll man da machen? Cousin und Cousine, das geht doch nicht. Oder? Mann, ey. Mama hat uns alle von vorne bis hinten verarscht. Pater, Onkel Jan auch. Und Oma Clarissa, die ist gemeingefährlich. Und ich habe fast mit meiner Cousine geschlafen. Papa, wir sind keine Familie, wir sind Freaks. Darf ich jetzt vielleicht reinkommen? Darf ich vielleicht versuchen, mich zu rechtfertigen? Mit einer neuen Geschichte? Da bin ich ja gespannt. Leonie, ihr drei wart immer zusammen. Ich dachte, ihr seid einfach nur Freunde. Wahrscheinlich wollte ich es einfach nicht sehen, aber ich wusste auch, dass ihr irgendwann die Wahrheit erfahren müsst. Und zwar von uns. Das ist ja großzügig. Du stehst jeden Sonntag auf der Kanzel und schwingst fromme Reden. Wie lange wolltest du uns noch anlügen? Ich hätte dich schon längst rausgeschmissen, wenn ich Gott wäre. Ich will auch gar nicht sagen, dass es richtig war. Ich wusste mir einfach nicht zu helfen. Das ist ja eine neue Entschuldigung. Und damit ist alles wieder gut, oder was? Leonie, manchmal haben wir die besten Absichten und machen die größten Fehler. Und das, weil wir die Menschen, die wir lieben, so sehr beschützen wollen. Klingst du schon genau wie Mama, als sie mir erzählt hat, warum sie mich 17 Jahre lang wegen meinem Vater angelogen hat. Aber sie hat es nicht getan, um dich zu verletzen. Genauso wenig wie ich. Jetzt komm mir nicht mit Clarissa. Du hättest es wegen ihr gemacht. Du hast mitgemacht. Also kannst du dich nicht einfach so aus der Verantwortung ziehen, kapiert? Du hättest es verhindern können. Das mit Timo und mir, das war was ganz Besonderes. Ich habe ihm sogar ein Lied geschrieben. Für meinen eigenen Cousin, weil ich dachte, dass er mich... Ich weiß einfach nicht, was ich noch tun soll. Es tut so verdammt weh. Das irgendwann noch mal auf. Irgendwann, ey. Toll. Aber wir hätten es dir gesagt. Tja. Das ist eben keine nette kleine Geschichte, die man nebenbei beim Frühstück erzählt. Deine Mutter wollte, dass wir Clarissa erst einmal unvoreingenommen kennenlernen, um ihr überhaupt eine Chance geben zu können. Ja, das haben wir jetzt auch. Besser, als uns lieb ist. Versetz dich doch mal in Julias Lage. Sie dachte jahrelang, dass ihre Mutter tot ist. Und auf einmal taucht sie wieder auf und bittet sie um eine zweite Chance. Ich wüsste nicht, womit sie diese verdient hätte. Deine Mutter glaubt einfach wirklich, dass jeder Mensch sich ändern kann. Sogar Clarissa. Und deswegen lügt mich Mama an. Sie hat sich nichts mehr gewünscht, als dass wir alle eine große Familie sind. Und dazu gehört auch Clarissa. Die neue Clarissa. Also wenn das die neue Clarissa ist, wie war denn dann bitte die alte? Sie hat ihre eigenen Kinder voneinander getrennt, als sie noch Säuglinge waren. Das Julia erst erzählt, als sie fast gestorben wäre.
Hättest du, wenn du das gewusst hättest, Clarissa jemals eine Chance gegeben? Du etwa? Immer noch keine Verbindung. Die haben in Sierra Leone bestimmt nicht das beste Funknetz. Wie geht's denn Daniel eigentlich? Gut, glaube ich, aber wie gesagt, wir reden nicht so oft miteinander. Warum eigentlich nicht? Naja, wir sind einfach nicht so die großen Telefonierer. Aber ob er eine Freundin hat, das weißt du schon. Keine Ahnung. Aber ich glaube, nach dem Stress mit Gabriele hat er davon erstmal die Schnauze voll. Hat er sich aber ganz schön verändert. Wenn ich dann damals denke. Ja, Andi, als du noch dazugekommen bist, du warst so bescheuert damals. Als wenn du jetzt behaupten willst, dass du normal bist. Oh. Ja, Daniel fehlt mir schon. Auch wenn wir ziemlich verschieden sind, aber auf ihn konnte ich mich immer 100%ig verlassen. Schade, dass er so weit weg ist. Mit dem Rest deiner Familie hast du auch nicht wirklich viel Kontakt, oder? Er ist der Einzige, mit dem ich überhaupt noch rede. Also wenn das Netz mal funktioniert. Ja, dann, ich hau mich mal hin. Du solltest auch bald schlafen, damit du morgen fit bist. Also für deine Sanierung werde ich schon fit genug sein. Um meine Sanierung musst du dir keine Gedanken machen. Na. Nacht, Olli. Ich weiß, was du denkst. Alles war so schön. Bis Jan und ich hierher gekommen sind. Habe ich recht? Wie könnte ich dich täuschen? Du bist meine Mutter. Ich verstehe dich ja. Du hattest nur deinen Sohn, deinen Mann, dein Haus. Sollen wir wieder verschwinden, würde das noch etwas ändern? Dafür ist es zu spät. 17 Jahre lang war alles wunderbar. Mein Leben hier, meine Familie und jetzt holt mich alles ein. Vielleicht ist es ja ein Zeichen. Verdrängung ist nie der richtige Weg. Mir fliegt hier gerade alles um die Ohren, merkst du das nicht? Deshalb habe ich ja die ganze Schuld auf mich genommen. Es ist ja auch alles deine Schuld. Aber das wird Timo nicht reichen, er wird Fragen stellen und die kann ich ihm nicht beantworten. Er wird sich beruhigen. Was macht dich da so sicher? Weil es viel einfacher ist, mich zu hassen als dich. Andi, hey, dein Telefon klingelt seit 10 Minuten. Hallo, wer ist denn da? Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? Ach, Sie sind's. Egal, was Sie wollen, das interessiert mich nicht, okay? Wie und wann ist das passiert? Nee, ohne mich. Da gibt's auch nichts zu überlegen. Aber danke für die Information. Auf Wiederhören. Wer war denn das? Andi, ist alles in Ordnung? Olli, tu mir mal einen Gefallen und lass mich mal alleine. Okay. Dann Nacht noch mal. Timo, du bist spät dran. Frühstück? Warte. Wozu? Danach kannst du mich immer noch verurteilen, aber dann weißt du wenigstens warum. Verstehst du denn nicht? Es passiert jetzt genau das, was ich immer befürchtet habe. Tja, da musst du jetzt wohl durch, ja? Ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit. Am liebsten hätte ich alles hinter mir gelassen.
Indem du von meiner Mutter und dem Padre verlangst, dass sie Leonie und mich anlügen, oder was? Das war ein Fehler. Einer von vielen. Das weiß ich jetzt auch. Aber ich möchte es wieder gut machen. Aber dazu musst du mir eine Chance geben. Du hattest schon zu viele Chancen. Weißt du, dass meine Mutter und der Padre bei deinen Lügen mitspielen, das ist die eine Sache. Dass du das überhaupt von den beiden verlangt hast, das ist emotionale Erpressung vom Feinsten. Du kotzt mich an. Du erzählst uns immer, wie sehr du uns magst und wie wichtig wir sind. Glaube ich nicht. Wenn deine Familie dir wirklich wichtig ist, warum machst du sie dann kaputt? Daran kann ich mich gerade gewöhnen. Die nächsten 2 Wochen frühstücke ich nämlich alleine. Niemals. Ich kenne diese Reha-Kliniken. Spätestens am 2. Tag geraten all diese ledierten Hüftgelenke und Schulterfrakturen in Wallung. Dann stürzen sie sich auf dich. Was ist mit Marlene? Wir sollten es ihr fairerweise sagen, bevor sie es von Tristan erfährt. Am besten gleich. Das wurde ja auch langsam mal Zeit. Hallo. Wir sind gestern gesprungen. Muss ich das verstehen? Im Freibad? Vom Turm? War eiskalt. Memme. Ah, das junge Glück befreit sich von allen Zwängen und Fesseln der Konvention. Da die Wasserlache in der Halle. Kann schon sein. Sag mal, hat Marlene mit dir gesprochen? Wieso? Sie wollte dir etwas Wichtiges mitteilen, gestern Abend. Ich habe sie ein paar Minuten in der Halle alleine gelassen und dann war sie auf einmal verschwunden. Oh mein Gott. Vielleicht hat sie uns gesehen. Du sagst, sie wollte mir was Wichtiges sagen. Weißt du was? Tut mir leid, das muss sie dir selbst sagen. Als Mama mir gesagt hat, dass Kim nicht meine Tochter ist, da habe ich auch tagelang nichts runterbekommen. Aber du trägst jetzt nicht mehr für dich allein die Verantwortung. Papa, was würdest du sagen, wenn ich gar nicht schwanger wäre? Daran darfst du nicht mal denken. Natürlich bekommst du dein Baby, auch ohne Hagen. Ja, natürlich, tut mir leid. Ich habe gar nicht wirklich vor gehabt. Gut, dann will ich davon auch nichts mehr hören. Wir beide, wir schaffen das schon. Und Kim spielt bestimmt gern mal den Babysitter. Das heißt, wenn ich sie lasse. Ich freue mich nämlich sehr darauf, Opa zu werden. Auch wenn ich mich doch gar nicht so alt fühle. Die Aussicht auf einen Enkel. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig, aber das ist das Beste, was unserer Familie seit langem passiert ist. Schon zurück? Ich habe nur 2 Freistunden. Unser Biolehrer ist krank. Und heute Abend geht's ab nach Rom? Ja. Sag mal, hat Papa dir von unserem Gespräch gestern erzählt? Hat er. Eigentlich wollte ich überhaupt nicht mehr mit dir reden. Ist nicht so einfach, oder? Ich habe mir gedacht, wozu, wenn du mich doch nur anlügst? Timo, ich hab Mama, nicht... komm mir bitte nicht mit, ich habe nicht gelogen, ich habe nur was verschwiegen. Hast du bei mir auch nie durchgehen lassen. Stimmt. In letzter Zeit war es einfach ein bisschen viel. Und ich sehe ein, dass ich dir nicht die ganze Schuld an dem Chaos geben kann, aber deiner Mutter. Hast du gestern selbst zugegeben. So einfach ist das leider nicht. Mama, du hast ihr eine Chance gegeben und sie hat's versaut. Ganz ehrlich, wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich den Kontakt abbrechen. Das meine ich ernst. Schmeiß sie raus. Die Frau hat deine Kindheit versaut und jetzt sind wir dran, oder was? Sie ist meine Mutter. Aber ohne sie warst du besser dran. Ich habe jetzt die Chance, mich mit ihr zu versöhnen. Und das ist mir sehr wichtig. Wirklich.
Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Vielleicht wird's ja gar nicht so schlimm. Das denkst du jetzt nicht wirklich, oder? Die wesentliche Frage ist doch, ob sie uns gestern Abend gesehen hat. Ist das denn wirklich so wesentlich? Frage ich mich gerade. Ich meine, wir wollten es ihr schon beibringen, wie man so schön sagt. Ja? Aber wie soll das gehen? Setz dich erst mal hier, trink einen Tee, das macht's doch auch nicht besser. Ich hätte so ganz schön hinter mir. Wir stehen das gemeinsam durch. Aber bitte, versprich mir eins, ja? Egal wie Marlene reagiert, das ändert nichts daran, dass wir jetzt zusammen sind, okay? Ganz schön viel kaltes Wasser für den Anfang. Merma. Ich? Von wegen. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Anstandsbesuch. Wollt ihr es jetzt hinter euch bringen? Du weißt es also schon. Ja. Ich habe euch gestern Abend gesehen. Wie aus einer Werbung für Erkältungstee. Völlig durchnässt und verfroren. Aber glücklich. Marlene, wir wollten es dir sagen heute. Dass du es jetzt auf diese Art und Weise erfahren musstest, das ist uns... Ist dumm gelaufen, ja. Wie so vieles in letzter Zeit. Es guckt nicht so. Was habt ihr denn erwartet? Dass ich hier das ganze Haus zusammenschrei? Gut, dass wir vernünftig darüber reden können. Ja, ich würde die Sache allerdings trotzdem gerne abkürzen. Ich habe verloren, Dana hat gewonnen. Euch beiden noch viel Spaß miteinander. Gewonnen, verloren, Marlene, so darfst du das nicht sehen. Bist du etwa kein Gewinn für Dana? Hat sie Angst, dass du sie genauso schnell fallen lässt? Marlene, ich verstehe ja, dass du verletzt bist. Du bist besser ganz ruhig. Ich, blöde Kuh, war nämlich kurz davor, deinen Versprechungen zu glauben. Ich will ja hier nicht ungastlich sein, aber... Doch, ich will ungastlich sein. Es ist wohl besser, ihr geht jetzt. Einen Moment noch, bitte. Du wolltest mich gestern sprechen. Dringend. Weswegen? Das hat sich erledigt. War es wegen der Pressekonferenz, den Fragen zu deiner Schwangerschaft? Marlene, da werden wir noch eine Weile mit leben müssen. Aber auch wenn ich mit Dana zusammen bin, das ändert nichts an meiner Verantwortung als Vater. Wenn das Baby erst mal da ist, dann... Baby, hör endlich auf damit, es gibt kein Baby! Ich habe das Baby heute Nacht verloren. Und du willst wirklich, dass deine Mutter bleibt, ja? Ja. Dass meine Mutter in ihrer Vergangenheit schlimme Dinge getan hat, ist für mich nicht neu. Ja, das ist Schnee von gestern. Langweilig, ja? Das habe ich nicht gesagt, aber sie hat sich wirklich geändert. Es tut ihr wahnsinnig leid, dass du und Leonie jetzt ihre Fehler ausbaden müsst. Eine Runde Mitleid für Omini. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Du, das finde ich ja auch gut, aber ich wette, für sie ist das mindestens die 20. Wie gesagt, ich bestreite nicht, dass ich meine Probleme mit ihr hatte und auch immer noch habe. Aber wir sollten alle versuchen, miteinander auszukommen. Fast mein halbes Leben hatte ich keinen Kontakt zu meiner Mutter. Ist ja komisch. Warum nur? Jetzt würde ich gerne nachholen, was ich immer vermisst habe. Deshalb muss ich ihr verzeihen und du musst das akzeptieren. Du, von mir aus kannst du machen, was du willst. Ich muss mir das nicht ansehen. Was soll das heißen? Das soll heißen, wenn ich aus Rom zurück bin, suche ich mir was Eigenes. Das ist doch nicht dein Ernst. Klar ist das mein Ernst. Früher oder später wäre ich hier sowieso ausgezogen. Marlene, das ist schrecklich. Es tut mir so leid. Aber Bitte, lass
Lasst mich doch einfach in Ruhe. Das ist jetzt für uns alle ein Riesenschock. Es ist vorbei, er geht jetzt. Ich melde mich später. Okay? Warum sagst du denn nichts? Und ich erzähle dir noch, wie glücklich ich bin, Großvater zu werden. Marlene. Nein, wer weiß, ich will darüber jetzt nicht nachdenken. Und was, wenn doch? Dana, in den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft muss man immer mit sowas rechnen. Das kann doch aber kein Zufall sein, dass es ausgerechnet gestern Nacht passiert ist. Wer weiß, vielleicht hat sie die Pressekonferenz zusammen mitgenommen, vielleicht hat sie was Falsches gegessen. Vielleicht sollte es einfach nicht sein. Das glaube ich nicht. Und du auch nicht. Marlene hat uns gestern erwischt, wie wir uns küssen. Und danach verliert sie ihr Kind. Das ist doch kein Zufall. Das ist Ursache und Wirkung. Und wir müssen jetzt damit leben. Ob es uns gefällt oder nicht. Und du willst wirklich nicht zur Beichte? Machst du Witze? Na, es hilft vielleicht. Ich setze mich nie wieder mit dir in diesen Stuhl. Du kennst meine Sünden. Sag mir lieber, ob ich unsere Mutter vor die Tür setzen soll oder nicht. Clarissa hat echt die ganze Schuld auf sich genommen. Es ist ja auch ihre Schuld. Sie sollte sich hier mit dir in diesen Beichtschrank setzen. Naja, also es ist ihre Schuld, dass wir uns ineinander verlieben konnten. Aber sie kann nichts dafür, dass wir nicht voneinander losgekommen sind. Trotzdem kann ich Timo verstehen. Er sucht jemanden, dem er die Schuld geben kann. Na, Leonie igelt sich total ein. Ich glaube wirklich, Timo ist ihre erste große Liebe. Darüber kommt man immer am schwersten hinweg. Hi. Hi. Hast du Emilio im Krankenhaus schon besucht? Der kommt morgen schon wieder raus. Soll ich grüßen? Ich habe mir gestern noch mal das Video angeschaut, was du für mich gemacht hast. Und das Lied gehört, was ich für dich geschrieben habe. Leo, hör auf. Nein, warte. Ich muss dir noch was sagen. Das, was ich dir da geschrieben habe, das war absolut ernst gemeint. Und auch wenn du dir das im Moment vielleicht nicht vorstellen kannst, können wir vielleicht irgendwann noch mal über alles reden. Ich weiß wirklich nicht, ob ich mir das jemals verzeihen kann. Meine Clarissa haben wir jahrelang Vorwürfe gemacht und jetzt belügen wir unsere eigenen Kinder aus irgendwelchen egoistischen Gründen. Ja, wir sind kein bisschen besser. Kommst du noch mal bei mir vorbei, bevor du nach Rom fährst? Timo. Sorry, ich muss nach Hause packen. Dankeschön. Ciao. Mann, Olli, ich wollte doch die Post annehmen. Hast du deine Linsen nicht drin? Oh, für dich. Aus Dietzenbach. Wohnt er nicht beim Vater? Nee, da bringst du was durcheinander. Nee, bestimmt nicht. Ich bin mir da total sicher, weil meine Oma im Nachbarort Olli, gewohnt hat. guck mal, dein Typ wird verlangt. Jetzt bleib bitte hier und lass uns das klären, ja? Da gibt es doch nichts zu klären. Wir sind schuld daran, dass Marlene euer Baby verloren hat. Zum 100. Mal, das ist Unsinn. Es gibt zig mögliche Ursachen. Und eine Ursache ist die, dass sie uns beide gestern gesehen hat. Und zwar die allerwahrscheinlichste. Dana, du hast mir versprochen, dass nichts von dem, was Marlene sagt, etwas daran ändert, dass wir jetzt zusammen sind. Es geht ja nicht um das, was sie gesagt hat, sondern darum, was passiert ist. Du wolltest mit mir auf den Sprungturm. Du bist mit mir gesprungen. Du wolltest von jetzt an nur noch nach vorne sehen. Erinner dich, ist nicht lange her. Ja, nach vorne sehen. Ich glaube, das wollte Marlene auch. Bis gestern Nacht. Entschuldige. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir uns jetzt erstmal nicht sehen. Ich muss allein sein. Und was ist mit uns?
Ich weiß es nicht. Ich will gar nicht wissen, was er will. Bitte, Papa, schick ihn einfach weg. Okay, kein Problem. Tut mir leid, aber Marlene fühlt sich nicht gut. Sie will niemanden sehen. Das wundert mich nicht. Richten Sie ihr bitte aus, dass ich für Sie da bin und dass sie mich jederzeit anrufen kann. Das mache ich gern. Schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Danke. Das geht nicht gegen Tristan, weißt du, es ist nur einfach, In deiner Verfassung musst du wirklich nichts erklären. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ich kann ihn anrufen. Ich muss jetzt leider los. Schade. Aber ja, natürlich. Warte mal, ich kann auch in Königsbrunn anrufen und mir für den Rest des Tages frei nehmen. Soweit ich weiß, liegt auch nichts Besonderes an. Nein, das ist schon in Ordnung, wirklich. Weißt du, ich möchte mich jetzt sowieso erst mal ein bisschen hinlegen. Wirklich? Ja, klar. Fahr du zur Arbeit und wir sehen uns dann heute Abend. Okay. Ich bin ganz schnell wieder da. Tschüss. Ich vermute, Marlene hat inzwischen mit dir gesprochen. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als sie mir das Ganze gestanden hat. Für Dana und dich ändert das natürlich einiges. Wenigstens braucht ihr jetzt kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Oder etwa doch? Naja, also zumindest Dana macht sich schwerste Vorwürfe, dass alles unsere Schuld ist. Also ich finde, langsam übertreibt sie wirklich ein bisschen. Naja, jetzt habe ich sie nach Wochen, was sage ich, nach Monaten endlich so weit, dass sie zu unserer Liebe steht. Und jetzt glaubt sie wieder, dass alles ein Fehler ist. Weil Marlene eine Fehlgeburt hatte, ja. Fehlgeburt? Ja, wovon reden wir denn die ganze Zeit? Verstehe. Los, komm mit. Was willst du denn schon wieder hier? Lass mich doch endlich in Ruhe. Nicht nach dem, was passiert ist. Ja, ein Grund mehr, nicht wieder herzukommen. Ich weiß, ich kann das nicht wieder gut machen. Aber ich will, dass du weißt, wie leid mir das alles tut. Was jetzt genau? Der Stress in den letzten Wochen wegen Hagen und mir. Dass du uns gestern gesehen hast und dann die Fehlgeburt. Ich bin mir sicher, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Willst du mir jetzt wieder versprechen, dass du dich endgültig von Hagen trennst? Das kann ich nicht. Aber ich bin immer für dich da. Dürfte ich bitte das Salz haben? Danke, sehr freundlich. Da bist du ja, wir haben gerade angefangen. Kein Problem, mir ist der Hunger sowieso gerade vergangen. Du kannst dich doch trotzdem zu uns setzen, oder? Nicht solange die da am Tisch sitzt. Timo, so redest du nicht mit meiner Mutter. Ich rede ja auch nicht mit ihr, sondern mit dir. Lass mal, ich möchte nicht, dass ich der Grund bin, dass ihr euch streitet. Setz dich bitte wieder hin. Schon gut. Bist du jetzt zufrieden? Entschuldige mal, sie ist freiwillig gegangen, dafür kann ich nichts. So geht das nicht weiter. Tja, dann sorg dafür, dass sie weg ist, wenn ich aus Rom zurückkomme. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Timo, das ist doch...
Deine Mutter will, dass Clarissa bleibt, also haben wir das zu akzeptieren. Gut, wie ihr meint. Der schlafe jetzt erstmal bei Emilio im Centro. Timo. Was nach der Klassenfahrt wird, das werden wir sehen. Aber vorher solltest du noch was auf die Rippen kriegen. Auf die Rippen kriegen? Hast du den Spruch von Mama geklaut? Sorry, mir ist gerade nichts Dummes eingefallen. Aber es funktioniert ja. Komm, setz dich. Hey. Hey, was gibt's denn? Den hast du unten vergessen? Oh Mann, was soll das? Den habe ich extra im Müll entsorgt. Weil er von deinem Vater ist? Ich bin mir nämlich immer noch sicher, dass er in Dietzenbach wohnt. Ja, also gut, du Nervensäge. Der ist von der Trolle, mit der er damals durchgebrannt ist. Weil du nicht mit ihm reden willst. Hat sie auch gestern Nacht angerufen. Ja, da muss ja was Dringendes sein. Hatte Daniels Anruf auch damit zu tun? Woher soll ich das wissen? Ich habe ja nicht verstanden, was er wollte. Ja, aber was wollte denn die Trulla von deinem Vater? Mir mitteilen, dass er letzte Woche gestorben ist. Ruhig. Lass gut sein. Es ist auch gar nicht so schlimm. Sag mal, bist du bescheuert? Dein Vater ist gestorben. Ja, aber das ist ja für mich schon vor langer Zeit. Entschuldigt bitte, aber Marlene braucht jetzt wirklich ihre Ruhe. Ja, das hätte sie wohl gerne. Ich dachte, du wolltest alleine sein. Du rennst dann gleich zu deiner Schwester, um dich bei ihr zu entschuldigen? Ja, genau. Lana, was passiert ist, ist schlimm. Stopp, ihr beiden. Mitkommen. Könnt ihr nicht bitte einfach alle wieder gehen? Sobald du diese ganzen Lügen aufgeklärt hast. Ich verstehe, dass du es gestern Abend nicht gesagt hast. Aber tu es bitte wenigstens jetzt. Wenn du nicht den Mut dazu hast, dann werde ich es tun, Marlene. Jetzt mach's nicht so spannend, Tristan. Was ist denn? Deine letzte Chance. Marlene hat euch etwas zu sagen. Das dürfte einiges bei euch verändern.